Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde EVE Online. Ihr erinnert euch, im letzten Teil waren wir gerade dabei, zu unserem Item zu fliegen, das wir gekauft haben, was sich als wesentlich schwieriger herausstellt als gedacht, denn wir müssen erstmal ewig weit fliegen. Und da bin ich gerade tatsächlich noch bei, also wir fangen tatsächlich genau da an, wo ich auch aufgehört habe mit euch. Wir müssen noch 11 Sprünge durchführen, steht hier oben, und wir machen einen Sprung nach dem anderen. Das Ding wird hier immer kleiner, bis wir halt dann irgendwann da sind. Das haben wir doch relativ passabel gemacht. Also auf jeden Fall relativ einfach. Ich hoffe nur, dass uns keine Gegner bei 11 Sprüngen und keine Ahnung, Warp-Antrieb und etc. entgegenkommen. Denn, naja, wir sind ein kleines Schiffchen. Einen Krieg möchte ich hiermit nicht führen. Also machen wir erstmal weiter wie gehabt. So, jetzt sind wir schon am nächsten Sprungtor. Dann kommen wir unserem Ziel wieder einen kleinen Tacken näher. Hätte ich das gewusst, dass wir so weit fliegen müssen, hätte ich das vermutlich noch nicht gekauft und erstmal mich noch ein bisschen umgeschaut. Aber okay, that's the way. Und hier im Chat haben die gerade gesagt, man soll auf gar keinen Fall Waffentypen mixen. Aber, naja, da ich keine Ahnung habe und dieses Schiff scheinbar nur 2 Typen von Waffen tragen kann. Wobei, da bin ich mir nicht sicher, weil laut dieser Anzeige ist da auf jeden Fall noch Platz im Schiff. Wir werden sehen. Wir werden sehen, liebe Freunde. Noch 10 Sprünge. Wir werden jetzt hier gleich den nächsten Kurs setzen. Durch Sprungtor springen. Ich frage mich, was grün, gelb und etc. bedeutet. Die Frage ist, kann ich das irgendwo sehen? Und wenn ja, wo? Warte mal, hier unten war doch irgendwas. Hier waren noch so Anzeigen. Okay, das ist nur die Sensorenübersicht. Jetzt sind wir gerade durch ein Wurmloch geflogen. Das sah krass aus. Das hat mir gefallen. Die Animation war echt cool. Noch 9 Sprünge. Wir springen also direkt weiter. Wir nutzen sogleich unser Warp-Antrieb. Naja, fliegen wir mal einfach. Was war nochmal das rote? Signaturen. Was auch immer eine Signatur genau sein soll. So, der nächste Sprung. Das Blöde ist, unser Inventar ist relativ zügig voll, das heißt, wir können jetzt auch nichts anderes Sinnvolles machen, sprich unterwegs mal irgendwo anhalten zum Meinen. Was ich machen könnte, ist natürlich nach so kleinen Schiffchen suchen. Aber in general werden hier nie welche angezeigt. Also springen wir einfach direkt weiter.
Also die Animation finde ich nach wie vor hervorragend, aber auf 28 Zoll befürchte ich, dass mir irgendwann davon schlecht wird. Noch 7 Sprünge. Schade, dass ich direkt hier springen kann. Einfach Kurs setzen, hinspringen und er macht dann alles automatisch. Stattdessen muss man scheinbar immer einzeln das Ganze machen. Oder macht er es jetzt vielleicht doch? Ich habe jetzt einfach Ziel setzen gesagt. Oder fliegt er jetzt gefühlt 2500 Jahre? Gucken wir mal, wo er jetzt hinfliegt. Ich glaube, er zum nächsten Sprungtor. Okay, also ein Wegpunkt wurde dort jetzt hingesetzt. Gucken, ob der jetzt automatisch weiterfliegt. Denn ich habe ihm jetzt praktisch gesagt, er soll mal hinfliegen. Also könnte er meinetwegen auch direkt weiterfliegen. Ne, der fliegt nicht weiter. Das wollte ich aber so nicht. Persönlicher Besitz. Kurs setzen. So. Okay, wir springen einfach weiter, bis wir dort sind. Ich bin nach wie vor immer wieder unten im Hilfe-Chat am Lesen. In der Hoffnung, es gibt mir irgendwelche sinnvollen Informationen preis. Noch 5 Sprünge. Ich würde sagen, dieses Let's Play ist relativ langweilig, da wir einfach nur dumm durch die Gegend springen, aber ich will gerne unseren Laser haben. Ich meine, dafür haben wir unser ganzes Geld investiert. Nach wie vor ist da ein bisschen drin. Okay, das geht schon mal nur, wenn man wirklich da ist. Noch 4 Sprünge, liebe Freunde.
So, noch ein bisschen und dann haben wir es geschafft. Und wenn es gerade relativ langweilig ist, aber nicht mehr weit, liebe Freunde. Nur noch 3 Sprünge. Haben wir nicht gerade schon bei 3 Sprüngen? Was ich mich gerade auch frage, wie kann ich einen Namen praktisch hier, wenn ich ihn direkt ansprechen will, wie kann ich das hinzufügen? Autolink. Station zum Beispiel. Okay. Einfügen. Aha. Okay, ist gerade aus meinem Let's Play League of Legends, StarCraft 2. Habe nämlich gestern mal wieder seit langer Zeit mal ein bisschen StarCraft gezockt. Ich habe echt für lange Zeit das League of Legends gesuchtet und suche auch weiter, aber ich brauche halt ein bisschen Abwechslung, weil ich habe festgestellt, wenn man lange Zeit immer dasselbe zockt, dann hat man irgendwann auf das Game überhaupt keinen Bock mehr. Und so ging es mir bei StarCraft. Ich habe es bis zu Platin oder Diamant, keine Ahnung, lange Zeit gesuchtet auf jeden Fall. Und irgendwann ist mir richtig der Spaß vergangen. Jetzt kann ich mir das Spiel nicht mehr angucken. Und dementsprechend bin ich jetzt so ein bisschen im Fokus von allen Spielen. Ich möchte halt ein schönes Let's Play für alle Spiele liefern und naja, euch auch ein bisschen Abwechslung bieten. Und das mache ich dann damit. Noch 2 Sprünge. Nur noch ein Sprung, liebe Freunde, und wir haben es gleich endlich geschafft. Darüber bin ich echt froh. Ich habe nämlich keine Lust mehr, hier dumm durch die Gegend zu springen. Aber so richtig hilfreich ist der Chat auch nicht. Da wird zu viel Quatsch geschrieben. Dieser DJ scheint hier den Chat alleine zu beflügeln. Aber schreiben wir auch hier mal rein etwas. Einfach eine Kleinigkeit. So, wir sind jetzt endlich da. Jetzt werden wir mal schauen, Inventar nochmal, persönlicher Besitz. Und hier müssen wir theoretisch hin, innerhalb von 0 Wochen. Das geht wahrscheinlich am einfachsten so. Der mit dem Namen muss man sich erstmal auseinandersetzen. Gucken wir mal, wo der Kollege jetzt hinfliegt. Dorthin. 5 Millionen Kilometer in ein paar Sekunden. Dann wäre jeder Astronaut echt glücklich drüber. Und bumm. Da sind wir auch schon, liebe Leute. Wir haben es endlich geschafft. Anlaufverlaubnis erteilt. Anlaufverlaubnis erbeten.
Okay, wir haben es geschafft. Wir sind endlich da. Und jetzt müssen wir mal schauen. Hier ist dieser Laser. Inaktives Schiff einbauen. Gibt aber keine freien Slots, okay. Das heißt, wir müssen auf unser Schiff gehen. Wo war das nochmal? Hier können wir die Info anzeigen lassen. Aber das wollen wir gerade gar nicht. Wir wollen tatsächlich... Ich habe es doch gerade schon mal gemacht. Shit, Leute, das ist einfach so viel Kram. Schließen. Projekthilfe, Gelegenheitskarten, New Eden Store, Konto, persönlicher Besitz. Schiffsbaum war es auch nicht, war wirklich nur ein Schiffsbaum. Flotte auch nicht. Auch nicht. Industrie. Brauchen wir diese Blauphase. Hier ist der Markt. Ah, hier bei der Schiffsausrüstung. Ich habe es gefunden, liebe Freunde. Das Ding können wir auch durch die Gegend schieben. Ist das dasselbe? Schaden pro Sekunde 5. Aber hier ist Pulslaser 1 und hier ist einfach nur Pulslaser. Was ist abgeschlossen? Skilltraining, okay. Entfernen. Und jetzt werden wir es einbauen. Die Frage ist, sind wir jetzt stärker als vorher oder nicht? Aber da steht jetzt 0 DPS überall. Und wenn ich das einbaue, entfernen. Jetzt baue ich den wieder ein. Okay, steht auch 0 DPS. Also, okay. Spielt schon mal keine Rolle. Kann ich den Kram auch irgendwo einfach in meinem Inventar ziehen? So auf jeden Fall nicht. Schiffshangar. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Vielleicht einfach da rein. Ach so, das ist ja voll. 5 Einheiten, okay. Gut, dann ab im Gegenstandshangar. Und dann werden wir es verkaufen. Auf jeden Fall unter Marktpreis. Ich will es schnell loswerden. Ruhig 10% und verkaufen. Erledigt. Aber ich stelle sich immer noch die Frage, welche Waffe ist besser? Also hier steht Dual Light Pulse Laser 1 und hier steht Civilian Gatling Pulse Laser 0. Okay, also wir werden uns einfach mal für eine entscheiden, und zwar für die neue Waffe. Wir haben viel Geld dafür bezahlt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Waffe einfach verkaufen sollten. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon wieder was hinbekommen. Ja, was heißt was hinbekommen? Aber wir haben etwas gemacht, immerhin. Irgendwo war doch hier jetzt diese Missions-Crap. Oh, wir haben es schon alles verkauft. Wir haben 17.000, 17.500. Das ging sehr, sehr, sehr schnell. Und wir werden mal gucken, ob wir hier jetzt noch, na, da wollte ich nicht hin. Ich wollte dorthin klicken. Skills. Und dann die Warteschlange öffnen. Gucken, ob hier noch was Cooles zu tun ist. Ich will einfach mal was hinzufügen, da ich keine Ahnung habe, was der ganze Spaß bringt.
Alles, was schnell geht, mache ich jetzt einfach mal. Jetzt haben wir was für 6 Stunden da drin. Was ich auch nicht weiß, wenn ich offline gehe, wird weiter geforscht oder ist das wirklich nur reine Ingame, ja sagen wir mal, die Zeit, die wir uns Ingame aufhalten? Wir werden sehen, liebe Freunde, wir werden sehen. Aber wie konnten wir nochmal unsere Mission aufrufen? Denn darüber hatte ich auch schon was gesehen. Was kann passieren, wenn ich hier draufklicke? Transaktionen, Aktien, Aufträge. Eigentlich müsste doch hier was sein, oder? Ich habe da schon was gekauft. Ah, jetzt sehen wir es. Okay. Was wir machen könnten, ist mal zum Beispiel für. Ich will gerne irgendwas für Mittelslot. Was steht denn da? Mittelenergie. Hier ist Hochenergie. Für Geschütztürme. Und das ist für Werfer. Ausrüstung, Lenkwaffenwerfer. Okay, das spricht, da können wirklich dann nur. Können wir gucken. What the fuck? Schauen wir mal, was hier ist. Oh, Skills. Aber das wollen wir alles nicht. Wir wollen tatsächlich Schiffsausrüstung. Wow, schaut mal, wie viele ist. Wir brauchen. Laser brauchen wir nicht. Wir brauchen ja Lenkwaffen, Raketenwerfer. Wir gucken, ob wir uns irgendwas hiervon leisten können. Nein. Erst recht nicht. Um Gottes Willen. Oh je. Ach du heilige Kacke. Die sind sogar alle relativ bezahlbar. Das heißt, mit ein bisschen Sparen können wir uns davon den einen oder anderen leisten. Manche nicht, die kosten ja hier gefühlte 100 Milliarden. Schau ich mal an, 1 Milliarde 449.985 und 79 ISK. Ich weiß noch nicht mehr, wofür dieses ISK steht, aber ist ja hier auf jeden Fall die Währung. Waffen-Upgrades gibt es auch noch. Also in dieser Raumstation gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Also über dieses Spiel gibt es auf jeden Fall wahnsinnig viel zu lernen. Aber ich will auch ungern wieder was kaufen, weil wenn wir was kaufen, müssen wir wieder 47.000 Mal springen. Wobei hier zum Beispiel ist innerhalb der Station, glaube ich, mal draufklicken. Tatsächlich, das wäre dann hier. Okay, also leisten können wir uns nichts mehr. Wir haben eine neue Waffe und werden abdocken. Und ich überlege, ob wir uns mal irgendwo schauen sollten, ob wir Krieg führen können. Da hätte ich nämlich eh richtig Lust zu.
So, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben wieder einen kleinen Teil erreicht. Okay, mittlere Slots werden für Module für Schilde, elektronische Kriegsführung, Schiffsantriebe benutzt. Aha. Hier gibt es leider gar nichts Spannendes irgendwie. Ich würde gerne irgendwelche Gegner finden. So kleine Schiffchen wie vom Anfang. Aber dafür müsste ich erstmal. Okay, vielleicht kann ich hier. Vielleicht gibt es hier Schiffsbau, Juwelenstock, bla 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 bla. Das ist tatsächlich alles nur bla bla bla. Was sind dann Ausrufezeichen? Ach, deshalb. Ich fliege einfach mal dahin. Der ist gesucht. Aber der ist schon lange Zeit dabei. Und der wird mich halt so einfach nur auseinandernehmen. Mit einem Hit. Vermutlich. Ich habe keine Ahnung. Aber ist von auszugehen. Aktiv. Ich fliege mal einfach dumm durch die Gegend. Diese Animation, die nimmt meinen Kopf echt ein bisschen auseinander so. Also, naja. Was ist das? Aha, interessant. Aber zur Planetenoberfläche kann ich ja nicht, oder? Wir fliegen mal zum Planeten. Ich weiß nicht, ob man besser jetzt dieses Ding hier nehmen sollte, weil da steht, dann geht es schneller damit, aber... Okay, es passiert gar nichts. Zugriff auf Zollamt. Also die Wegpunktsuche finde ich bisher echt ganz gut. Die macht auf jeden Fall ihren Job. Oh, was ist das? Ach, hier kann man dann Sachen bauen. Wahnsinn, da kann man Raumhäfen lagern. Das ist ja krass. Okay, das wollte ich nur mal wissen. Also man kann tatsächlich auch richtige Sachen auf Planeten bauen. Sich eine Infrastruktur aufbauen.
Soll ich nochmal zu irgendeinem Asteroiden fliegen? Ich meine, das ist eine einfache Methode, um Geld zu verdienen. Das waren Anomalien, nicht wahr? Aber da sollte ich mal nicht hinfliegen, ich weiß nicht. Hört sich erstmal nicht gesund an. Hinterher erwische ich irgendeinen Müll. Und gehe da einfach mal Instant RIP. Also gehen wir zum nächsten Asteroiden und jo, tun wir es. Wie gesagt, wir fliegen jetzt mal. Oh, da sind kleine Schiffchen. Die kleinen Schiffchen will ich auf jeden Fall platt machen. Ich hoffe, ich kann das auch. Aber erstmal die Info anzeigen. Bedrohungsstufe für mich sehr hoch. Auf mich wird gerade geschossen. Ach du heiliger Bimbam. Ich werde mal schnell von ihr wegfliegen. Wie gesagt, die Bedrohungsstufe ist sehr hoch und naja, wenn die sehr hoch ist, möchte ich das erstmal nicht machen. Okay, weg bin ich auch schon. Sicher ist sicher, wenn man guckt, 2 Schüsse und meine Schilde sind direkt auf 83% gefallen. Soll ich schon 2 Zigaretten haben? Okay. Bedrohungsstufe hoch. Und dann gibt es hier noch ein anderes Schiff. Was ist das? Ebenfalls hoch. Also hier ist auch direkt Action. Schaut euch den Damage an. Wir müssen irgendwo hin. Ganz schnell. Einfach schnell weg von denen. Denn die sind echt ungesund, die Typen. Meine Schilde sind schon bei 32%, liebe Freunde. Und die müssen sich erstmal wieder regenerieren. Aber es geht relativ zügig, muss ich sagen. Finde ich gut. Keine Ahnung, wo ich jetzt hingeflogen bin. Ich bin zu irgendeinem Planeten schon mal geflogen. Ich wollte einfach nur ganz schnell da weg. Denn, naja, lange hätten wir das nicht mitgemacht. Und es wäre auf unsere Panzerung, unsere Struktur gegangen. Und ich will auch nicht herausfinden, was passiert, wenn ich sterbe. Dementsprechend bin ich weggeflogen. Hier bin ich jetzt bei irgendeinem Planeten. Und ich finde, die Proportionen sind auf jeden Fall gut. Ich meine, ich denke, aus dem Weltall wird es nicht anders aussehen. Aber wie man festgestellt hat, bei Asteroiden sind scheinbar auch häufiger Gegner. Ich werde noch ein bisschen warten, bis meine Schilde wieder voller sind und dann werde ich mal wieder weiterfliegen. Ich habe gar keine Lust mehr auf Whisky. Und ich würde sagen, Leute, wir haben wieder ein bisschen was gelernt, ein bisschen was herausgefunden. Wir werden dementsprechend hier jetzt nochmal einen kleinen Cut machen und hoffe, es hat euch wie immer gefallen bei unserem Let's Play EVE Online. Ich denke, es wird wie gesagt ein längerfristiges Projekt und genau wie League of Legends, beides werden so jetzt meine Zukunftsprojekte. Ab und an wird es natürlich auch nochmal andere Games geben. Wie ihr gesehen habt, zum Beispiel Banished habe ich nochmal ein kleines Projekt gestartet. Einfach mal zwischendurch, um ein bisschen Abwechslung für euch reinzubringen, werde ich auch da natürlich mal ab und an weitermachen. Falls ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche, was Games angeht, etc. habt, könnt ihr auch gerne immer in den Kommentaren reinschreiben. Ich antworte auf, tendenziell versuche ich immer jeden Kommentar zu beantworten, was jetzt noch sehr, sehr überschaubar ist und dementsprechend auch einfach. Und
Naja, Flamen kann man sich sparen, reagiere ich nicht drauf, ignoriere ich, versuche ich zu melden und zu löschen. Aber generell konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. Ich versuche mal mein Bestes und würde sagen, wir machen hier wie gesagt einen kleinen Break und wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, ciao.